Ali Baba und die 40 Räuber. Ali Baba ist ein armer Mann. Er lebt in einer kleinen Stadt. Er hat einen Bruder. Sein Bruder heißt Kasim. Kasim ist reich. Er hat ein großes Haus und viele Waren. Er arbeitet als Kaufmann. Ali Baba ist arm. Er arbeitet im Wald. Er sammelt Holz. Er hat nur ein paar Esel. Jeden Tag geht Ali Baba in den Wald. Er schneidet Holz und bringt es nach Hause. Sein Leben ist einfach. Aber Ali Baba ist ein guter Mann. Eines Tages ist Ali Baba im Wald. Er arbeitet wie immer. Plötzlich hört er ein Geräusch. Viele Pferde kommen. Ali Baba hat Angst. Er klettert schnell auf einen Baum. Er versteckt sich. 40 Männer kommen. Sie sind Räuber. Die Räuber gehen zu einem großen Felsen. Der Anführer steht vor dem Felsen. Er ruft laut: Sesam, öffne dich! Der Felsen öffnet sich. Es ist eine geheime Höhle. Die Räuber gehen hinein. Ali Baba sieht alles. Nach einiger Zeit kommen die Räuber zurück. Sie gehen aus der Höhle. Der Anführer ruft: Sesam, schließe dich! Der Felsen schließt sich wieder. Dann gehen die Räuber weg. Ali Baba bleibt im Baum. Er ist sehr überrascht. Die Räuber sind weg. Ali Baba wartet noch ein wenig. Dann steigt er langsam vom Baum herunter. Er hat Angst, aber er ist auch neugierig. Er geht zu dem großen Felsen. Ali Baba steht vor dem Felsen und denkt nach. Dann sagt er leise: Sesam, öffne dich! Der Felsen öffnet sich wirklich. Ali Baba ist sehr überrascht. Er geht vorsichtig in die Höhle. Drinnen sieht er viele Schätze. Es gibt Gold, Silber und schöne Dinge. Ali Baba kann es kaum glauben. Er nimmt nur ein wenig Gold. Er will nicht gierig sein. Dann geht er wieder nach draußen. Vor dem Felsen sagt er: Sesam, schließe dich! Der Felsen schließt sich. Ali Baba ist glücklich. Er geht nach Hause. Ali Baba kommt nach Hause. Er zeigt seiner Frau das Gold. Seine Frau ist sehr froh. Sie fragt: Woher hast du das Gold?
Ali Baba erzählt ihr alles. Er berichtet von dem Wald, den Räubern und der Höhle. Aber sie möchte auch wissen, wie viel Gold es ist. Sie sagt, wir brauchen eine Waage. Sie geht zu Kasims Frau und leiht eine Waage. Kasims Frau ist neugierig. Sie denkt, warum brauchen sie eine Waage? Sie macht ein kleines Stück Wachs unter die Waage. Ali Babas Frau wiegt das Gold. Dann bringt sie die Waage zurück. Ein kleines Goldstück bleibt am Wachs kleben. Kasims Frau sieht das Goldstück. Sie ist erstaunt und auch ein bisschen neidisch. Sie zeigt es ihrem Mann Kasim. Kasim wird wütend. Er geht zu Ali Baba und sagt, woher hast du das Gold? Ali Baba hat Angst. Aber Kasim droht ihm. Am Ende erzählt Ali Baba das Geheimnis von der Höhle. Am nächsten Tag geht Kasim in den Wald. Er nimmt viele Esel mit. Er will viel Gold holen. Er findet den großen Felsen. Dann ruft er laut, Sesam, öffne dich. Der Felsen öffnet sich. Kasim geht schnell hinein. In der Höhle sieht er sehr viel Gold und viele Schätze. Er freut sich sehr. Er nimmt so viel Gold wie möglich. Seine Säcke sind bald voll. Dann will er wieder hinausgehen. Aber er hat ein Problem. Kasim kann sich nicht mehr an das richtige Wort erinnern. Er sagt, Simsam, öffne dich. Aber nichts passiert. Dann sagt er andere Wörter. Doch der Felsen bleibt zu. Kasim bekommt Angst. Er läuft hin und her. Aber er findet keinen Weg nach draußen. Er bleibt in der Höhle. Er hat große Angst. Er ruft laut um Hilfe, aber niemand hört ihn. Nach einiger Zeit kommen die Räuber zurück. Sie wollen ihre Schätze sehen. Der Anführer sagt das Wort und der Felsen öffnet sich. Die Räuber gehen in die Höhle. Sie sehen Kasim. Kasim hat versucht, sich zu verstecken, aber es ist zu spät. Die Räuber sind sehr wütend. Sie denken, jemand hat ihr Geheimnis verraten. Kasim bittet um Hilfe, aber die Räuber hören nicht zu. Sie greifen Kasim an und töten ihn. Dann lassen sie seinen Körper in der Höhle. Danach verlassen die Räuber die Höhle wieder und nehmen nichts mit. Der Felsen schließt sich. Kasim kommt nicht nach Hause. Es ist Abend. Seine Frau wartet und wartet. Sie ist sehr nervös. Sie sagt, wo ist Kasim? Auch Ali Babas Frau ist besorgt.
Sie gehen zu Ali Baba. Ali Baba hört das. Er denkt nach. Er nimmt seine Esel und geht in den Wald. Es ist schon dunkel. Der Wald ist still. Ali Baba kommt zu dem großen Felsen. Er sagt leise: Sesam, öffne dich. Der Felsen öffnet sich. Ali Baba geht langsam in die Höhle. Drinnen ist es dunkel und still. Dann sieht Ali Baba seinen Bruder. Kasim liegt auf dem Boden. Er ist tot. Ali Baba ist sehr traurig. Er hat große Angst, aber er muss schnell sein. Die Räuber können jeden Moment kommen. Ali Baba nimmt den Körper von Kasim. Er bringt ihn nach draußen. Er legt den Körper vorsichtig auf einen Esel. Dann sagt er: Sesam, schließe dich. Der Felsen schließt sich wieder. Ali Baba geht schnell nach Hause. Es ist Nacht. Niemand sieht ihn. Zu Hause bringt er den Körper in das Haus von Kasim. Kasims Frau beginnt zu weinen. Ali Baba sagt: Sei leise. Das ist ein großes Geheimnis. Ali Baba denkt: Wir haben ein großes Problem. Ali Baba denkt lange nach. Dann sagt er: Wir brauchen Hilfe. Er spricht von Morgiana. Morgiana ist eine kluge Dienerin in Kasims Haus. Ali Baba geht zu Morgiana. Er erzählt ihr alles. Morgiana hört ruhig zu. Dann sagt sie: Hab keine Angst. Ich habe einen Plan. Morgiana denkt kurz nach. Dann geht sie in die Stadt. Sie sucht einen Schneider. Sie findet einen alten Mann. Er ist ein Schneider. Morgiana sagt: Komm bitte mit. Ich habe Arbeit für dich. Der Schneider kommt mit. Aber Morgiana sagt: Du darfst nichts sehen. Sie verbindet seine Augen. Der Schneider ist überrascht, aber er sagt nichts. Morgiana führt ihn zum Haus. Im Haus zeigt sie ihm den Körper von Kasim. Sie sagt: Du musst das nähen. Der Schneider hat Angst, aber er macht die Arbeit. Er näht den Körper vorsichtig zusammen. Dann bringt Morgiana den Schneider wieder zurück. Sie verbindet noch immer seine Augen. Der Schneider weiß nicht, wo er war. Morgiana gibt ihm Geld. Er geht weg. Am nächsten Tag sagen alle Leute: Kasim ist krank. Morgiana sorgt für alles. Nach einiger Zeit sagen sie:
Kasim ist tot. Die Leute sind traurig. Niemand weiß das Geheimnis. Ali Baba ist erleichtert. Er denkt, Morgiana ist sehr klug. Nach einigen Tagen kommen die Räuber zurück zur Höhle. Sie wollen ihre Schätze sehen. Aber sie haben ein Problem. Sie sehen, dass jemand in der Höhle war. Der Körper ist nicht mehr da. Der Anführer ist sehr wütend. Er sagt, jemand kennt unser Geheimnis. Die Räuber haben Angst. Sie sagen, wir müssen diese Person finden. Der Anführer denkt nach. Dann sagt er, ich gehe in die Stadt. Ich finde den Mann. Er zieht andere Kleidung an. Er sieht jetzt wie ein normaler Mann aus. Dann geht er in die Stadt. In der Stadt fragt er viele Leute. Er sagt, ich suche einen reichen Mann, er hat vielleicht neues Geld. Aber niemand weiß etwas. Dann hört er von Kasim. Die Leute sagen, Kasim war reich, aber jetzt ist er tot. Der Räuber ist neugierig. Er denkt, das ist seltsam. Er sucht weiter. Schließlich findet er den Schneider. Der Schneider erzählt, ich habe für einen Mann gearbeitet. Ich habe einen Körper genäht. Der Räuber hört gut zu. Der Schneider weiß nicht, wo das Haus ist. Aber er sagt, ich kann den Weg vielleicht finden. Der Räuber gibt ihm Geld. Dann verbindet er die Augen des Schneiders, genau wie Morgiana. Der Schneider geht langsam durch die Straßen. Er erinnert sich an den Weg. Schließlich bleibt er stehen. Er zeigt auf ein Haus. Es ist das Haus von Ali Baba. Der Räuber macht ein Zeichen an die Tür. Er malt ein kleines Zeichen. Dann geht er weg. Er denkt, jetzt finde ich das Haus wieder. Aber Morgiana sieht die Zeichen. Sie geht durch die Straße. Sie schaut die Türen an. Dann sieht sie das Zeichen an Ali Babas Haus. Sie denkt, das ist nicht normal. Morgiana ist sehr klug. Sie macht das gleiche Zeichen an viele andere Häuser in der Straße. Jetzt haben viele Türen das gleiche Zeichen. Am Abend kommen die Räuber zurück. Sie suchen das Haus. Aber sie haben ein Problem. Viele Häuser haben das gleiche Zeichen. Sie wissen nicht, welches Haus richtig ist. Der Anführer wird sehr wütend. Er sagt, das ist ein Fehler. Die Räuber haben Angst. Sie gehen schnell weg. Morgiana lächelt leise. Sie denkt, jetzt sind wir sicher,
aber nur für heute. Der Anführer der Räuber ist sehr wütend. Er sagt, wir machen einen neuen Plan. Er denkt lange nach. Dann hat er eine Idee. Am nächsten Tag geht er in die Stadt. Er sieht jetzt wie ein reicher Händler aus. Er bringt viele große Ölfässer mit. Auf einem Wagen sind viele Fässer. Aber in den Fässern ist nicht nur Öl. In vielen Fässern sind Räuber versteckt. Nur ein Fass ist wirklich voll mit Öl. Der Anführer geht zu Ali Babas Haus. Er klopft an die Tür. Ali Baba öffnet die Tür. Der Mann sagt, »Guten Abend. Ich bin ein Händler. Ich habe eine lange Reise. Kann ich hier über Nacht bleiben?« Ali Baba ist freundlich. Er sagt, »Ja, natürlich. Komm herein.« Er hilft dem Mann. Die Esel und die Fässer bleiben im Hof. In der Nacht ist es ruhig. Der Anführer geht leise nach draußen. Er geht zu den Fässern. Er sagt leise, »Seid bereit.« Die Räuber in den Fässern warten. Aber Morgiana schläft nicht. Sie hört ein Geräusch. Sie geht leise nach draußen. Sie sieht die Fässer. Sie denkt, das ist seltsam. Morgiana öffnet ein Fass ganz vorsichtig. Plötzlich hört sie eine Stimme. Ist es Zeit? Morgiana bekommt einen Schock, aber sie bleibt ruhig. Sie denkt schnell, das sind Räuber. Morgiana denkt schnell. Sie geht leise zurück in die Küche. Sie nimmt einen großen Topf. Dann nimmt sie Öl. Sie macht das Öl sehr heiß. Die Nacht ist still. Alle schlafen. Morgiana trägt das heiße Öl vorsichtig nach draußen. Sie geht zu den Fässern. Sie öffnet ein Fass nach dem anderen. In jedem Fass ist ein Räuber. Morgiana gießt heißes Öl in die Fässer. Die Räuber können nichts tun. Sie sind still. Morgiana arbeitet schnell und leise. Niemand hört etwas. Am Ende sind alle Räuber in den Fässern tot. Nur der Anführer lebt noch. Er wartet auf ein Zeichen. Er sagt leise, jetzt. Aber niemand antwortet. Der Anführer ist überrascht. Er geht nach draußen. Er schaut zu den Fässern. Alles ist still. Er versteht, mein Plan ist gescheitert. Schnell läuft er weg. Er verschwindet in der Nacht.
Am Morgen sieht Ali Baba die Fässer. Morgiana erzählt ihm alles. Ali Baba ist sehr überrascht. Er sagt, »Du hast mein Leben gerettet.« Morgiana lächelt. Sie ist ruhig. Ali Baba weiß, Morgiana ist sehr klug und sehr mutig. Der Anführer der Räuber lebt noch. Er hat große Wut im Herzen. Er sagt, »Ich komme zurück.« Er will Ali Baba finden und töten. Nach einiger Zeit kommt er wieder in die Stadt. Er trägt schöne Kleidung. Jetzt sieht er wie ein reicher Mann aus. Niemand erkennt ihn. Er geht zu Ali Babas Sohn. Er ist freundlich und nett. Er sagt, »Ich bin ein Kaufmann. Ich möchte dein Freund sein.« Ali Babas Sohn vertraut ihm. Eines Tages lädt Ali Babas Sohn den Mann zum Essen ein. Der Mann kommt in das Haus. Ali Baba ist auch da. Morgiana sieht den Mann. Morgiana schaut genau hin. Sie denkt, ich kenne diesen Mann. Dann versteht sie, das ist der Anführer der Räuber. Morgiana sagt nichts. Sie hat einen Plan. Am Abend tanzt sie für die Gäste. Alle schauen zu. Die Musik ist schön. Während des Tanzes kommt Morgiana näher zu dem Mann. Plötzlich zieht sie ein Messer. Schnell tötet sie den Räuber. Alle sind schockiert. Ali Baba hat Angst und sagt, »Was machst du?« Morgiana sagt ruhig, »Das ist der Anführer der Räuber. Er will dich töten.« Ali Baba versteht alles. Er ist sehr dankbar. Er sagt, »Du hast uns wieder gerettet.« Ali Baba belohnt Morgiana. Morgiana heiratet Ali Babas Sohn. Und sie leben glücklich bis ans Ende.